Nana Sastha Vichara Naiko Nipuno Sadharma Sangstapako Lokanang Hitakarino Tibubane Manyo Saranyakaru Radha Krishna Padara Binda Bhajana Nande Namataliko Bande Rupa Sanatano Raghujugo Sri Jiva Gopalako Anaya Radhita Nunam Bhagavan Haririshvara Janna Vihaya Govindo Prito Jam Anayad Raha Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Der hat gesagt, in the line of Radha Anugata in der Linie der was Radharani folgen, Radha Anugata, das ist ganz natürlich, damit man die Tranita Bhav Sunicho Bhav in sich tragt. So in der Linie, der was Radharani folgen, für das ist ganz natürlich, die Humilität zu haben, von Trinat bis Sunichana. Alle, die was Rupanuga, von der Rupanuga Gaudiya Parampara sein, der Liebe zu Krishna, das ist ganz spontan. Er wollte schon oft mal das mit uns besprechen oder hat es besprochen. Raganuga Bhajan ist nicht so einfach. Srila Krishnadas Kaviraj Gosvami im Sri Chaitanya Charitamrita schreibt er, also Krishna, das Kaviraj Goswami Maharaj, der wollte die Essenz von Rupanuga, Raganuga sprechen. So Krishna Chandra hat so starke Anziehung zu die Brajavasis. Also die einzigste Anziehung in Wirklichkeit. Und die Brajavasis, genau dieselbe Stimmung haben sie zu ihm. Ohne Krishna wollen die nichts wissen. Also die fühlen enorme Anziehung zu Krishna. So in alle Universen wirst du nicht so Liebe vorfinden, was die Brajavasis für Krishna haben und Krishna für die Brajavasis. Das ist, wenn man das versteht, dann kann man dann nur mehr die Tränen in die Augen. Also wenn man so auf die Stufe kommt, dann kann man nur Tag und Nacht natürlich weinen. Die Navadvipasis, die Einwohner von Navadvip, genau dasselbe. Es ist also das geheime Vrindavan. Es sind alles gleich wie die Einwohner von Vrindavan. Gadata Pandit, Shivastakur, Sachimata, Jagannath Mishra, alles sind Brajavasis. Also da gibt es keinen Unterschied. So die können niemals getrennt sein von Gauranga Mahaprabhu. Das ist nicht erträglich für sie. Also das ist so hohe Liebe, das ist mit unserem Verstand nicht kalkulierbar. Wenn Chaitanya Mahaprabhu Sannyas angenommen hat und nach Nilachal Puri gegangen ist, dann sind alle Brajavasis, die haben dort in Navadvip Tag und Nacht nur nach Gauranga gerufen und geweint und sie haben kein Prasadam mehr zu sich genommen. Nur geweint und geweint, Tag und Nacht.
Und nachher ist es die Arrangierung vom höchsten Herrn gewesen. Bei der Anweisung von Sachimata ist Chaitanya Mahaprabhu nach Nilachal gegangen, das was nicht so weit weg war. Um aufzuzeigen, dass eben Nilachal der höchste Platz ist, um Rupanuga Bhajan auszuführen. Also um das aufzuzeigen, ist Chaitanya Mahaprabhu dorthin gegangen. The excellency of Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan, to prove that this Nilachal Dham is the excellent place for Rupanuga Bhajan. Also das wollte eben aufzeigen. Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt, Nilachal Dham ist das der höchste Ort oder der beste Ort, wo man Rupanuga Bhajan ausführen kann. So Vrindavan Dham, everybody knowing this point, that Vrindavan Dham is the topmost place. Everybody is knowing. Vrindavan weiß jeder, dass es der höchste Ort ist, aber die Stimmung von Radharani ist nicht so einfach zum Verstehen. So, wir können versuchen, durch irgendwelche Bücher zu gehen, ein bisschen auf Philosophie zu erinnern. But it is quite impossible to understand the mood of Radharani. Without understanding the mood of Also, ohne dem, dass man die Stimmung von Gauranga versteht, ist es Gaurapadara Vindet Bhaktim Kritapunyarasi Tatatat Utsar Viridakshma Adhara Padam Ujashadam Murarasi. So, wenn man Nityananda Chaitanya Mahaprabhu ignoriert und Navadvip Dham, ist es nicht möglich, den maximalen Benefit zu kriegen. Die Brajavasis, wenn die den Körper verlassen, oder sie hätten den Körper fast verlassen und hat Chaitanya Mahaprabhu gesagt, okay, ich bin in Puri und ich bin jetzt dort und ihr könnt immer zum Ratha-Yatra Fest kommen und das können wir gemeinsam dann observieren. Und ihr könnt mir ihren Darshan geben, ich kann euren Darshan haben. Ich will euch genauso sehen, ohne euch stirbe ich genauso. Und die Vrajavasis haben dieselbe Stimmung. Er sagt, er kann seinen Körper verlassen, aber er kann nicht die Navadvipasis alle verlassen. So, die gehen alle jedes Jahr während der Chaturmasya-Periode gehen sie nach Puri. Das ist 4 Monate. So, wenn du das jetzt kalkulierst, alles zusammen, wie viele Kilometer sind das dann? Von Navadvip Dham nach Puri. Also die gehen mit den Kindern, die gehen mit den Jugendlichen. Alle Familien machen sich auf den Weg, um Mahaprabhu zu sehen. Und die rufen Ha Gaura, Ha Gaura. Shivananda Sen und alle. Sagen wir mal, sie gehen am Tag 20 Kilometer. Das ist eh schon viel, weil die müssen dann Prasadam kochen, sie müssen die Unterkunft über aufstellen, so Maximum 20, 25 Kilometer. Zu der Zeit hat es nicht so gute Straßen gegeben. So ist alles schwierig, den Weg wirklich zu gehen. Es sind viele Flüsse, die was man überqueren muss, so alles dauert seine Zeit.
average every day 1 kilometer, 10, 20 kilometers, then it takes 4 months. 700 kilometers, you calculate, 40 days minimum, 40, 60, Yes. almost 2 months. Then 4 months they are staying there, and almost approximately they are coming back also. So 2 months, 4 months, So es dauert dann fast 2 Monate. The rest, 2 Monate hingehen, 2 Monate that is heimgehen, das sind 4 Monate. follow my point. Und 4 Monate sind sie da und 4 Monate weinen sie da. Das ist das Grihastha Leben. So wie die leben. Be careful. It's called Grihastha. That Grihastha ashram cannot bring any danger for you. Und der Ashram als Grihastha, als Haushälter, so wie die leben, der kann uns keine Probleme machen. Non-stop Sriti. Ununterbrochene Erinnerungen an Gauranga Mahaprabhu. Non-stop Sriti. You have to remember Krishna all the time. Avisriti Krishna padada bindayor khinati avhadrani chasantanoti satasya suddhim paramat bhaktim jnanancha vijnana virag yuktam. Avisriti Krishna padada bindayor khinati avhadrani chasantanoti. I can explain this sloka sometime. Today, vast chapter. I can go mad. How to discuss about Jiva Gosvami. Jiva Gosvami. It's ocean, infinity ocean. I am a teeny creature. So, da gibt es so viel zum Sprechen. Jiva Gosvami ist heute der Erscheinungstag. Und wer hat die Möglichkeit, über den wirklich ausführlich zu sprechen? Es ist so viel zum Sagen. Er macht jetzt nur die Grundbasis über die Stimmung, was Jiva Gosvami in seinem Herzen tragt. So Chaitanya Mahaprabhu hat das so eine hohe Zeit, dass er die Devotees teilweise umarmt und dann weint er. Sarvabhauma Bhattacharya, der sagt dann zu ihm, du bist das einzigste Objekt für die Attraktion von der Navadvip Basis. So wenn du so weinst, wie können die dann von dir Abstand nehmen? So Sarvabhauma Bhattacharya sagt dann, wenn du so weitermachst, wenn du immer weinst, wie ist es dann möglich, dass die jemals verlassen können? Bitte hör auf damit. So in Vrindavan, das sind Vrajavasis. So warum sagt er das? Weil das eben näher zu uns ist, Chaitanya Mahaprabhus Lila. Das Krishna Lila war im Dwapara Yoga fast 5000 Jahre zurück, aber das Lila ist vor 500 Jahren erst gewesen. So, dann ist es möglich, die Liebesbeziehung zwischen die Brajavasis, die Navadvipasis und Krishna zu verstehen, Chaitanya Mahaprabhu. So, wenn du die Stimmung von Radharani verstehen willst, wenn du die Stimmung von Bhaktivinoda verstehst, das ist mehr praktisch, weil er ist näher zu dir. Radharani ist so hoch, das ist so weit weg für uns. So Srila Bhaktivinoda Thakur, wenn wir uns an den wenden, dann nachher ist es für uns mehr natürlich. So die Kirtans von Srila Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, die bringen all ihre Kraft in die Kirtans. Wenn Bhaktivinoda Thakur, die geben ihr volle Energie in die Kirtans, in die Songs. So wenn wir das nicht glauben, nachher
what kind of power coming from Kirtan, you can understand. Unique. Narottama Thakur was given responsibility to preach in Eastern region. Also Srila Narottam Das Thakur, der hat gepredigt in der Nagaland is forest. That time almost forest. Manipur here. When Narottama Thakur er ist nach Manipur gegangen und dort hat er sich in die Tempel gesessen und hat Kirtan gemacht. So, die haben nicht einmal die bengalische Sprache kennen. Aber Narottam Thakur hat Hoti Boshi, Nalai Boshi. So Narottam Das Thakur, der singt und weint und all die rundherum, obwohl sie nicht die bengalische Sprache verstehen, brechen alles in Tränen aus. Das ist nicht nur Philosophie, das ist praktisch. You heard this kirtan? Never? Why? Why? Then I should stop my Harikatha. I should not speak Harikatha here. Now I was speaking this way. Poshupaki jure pasani vidore sunijar guru gatha. Those who are birds and Pashu, beasts, they are also crying. Pasan, the stone get melted. Also alle, Srila Narottam Thakur sagt, alle haben sie Tränen in die Augen. Sogar die Vögel, die Tiere, alle, wenn sie die... They're all, crying, going Chaitanya, Hare Krishna, Hare, elephant also. Sogar der Elefant und alle im Charikanda-Wald fangen alle ekstatisch zu tanzen. Die Tiger, die küssen die Rehe. So, das ist praktisches Exempel, was wirklich stattgefunden hat in Charikanda. Vallabhacharya hat das alles beobachtet. Er hat Angst gehabt, er hat gesehen, die Tiger tanzen und wie sie die Rehe umarmt haben. Er hat das auch selber gesehen in Vrindavan, in Gokul, zum Beispiel also die was normalerweise gefährlich sein. Er geht zu der jungen Kalb und küsst sie. So, es ist möglich. Das hat er jetzt in Vrindavan gesehen. Also Vrindavan ist so ein Platz, wo kein Maya existiert. Keine Gewalt, gar nichts. Alles reine Liebe. Basierend auf reine Liebe. So überall, da kann man Radharani und Krishna sehen. Das ist wirklich ein Vrindavan Darshan. Wenn du zum Beispiel nach Vrindavan gehst und Rikschas siehst und in Dreck und Schweine vielleicht, das ist nicht wirklich ein Vrindavan. Das ist bedeckte Vrindavan. Das ist Vrindavan, deswegen gibt es Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami die Warnung. Ihr kämpft in den Uppercut der Vrindavan. Also versucht ja nicht irgendwelche Kletterpflanzen oder Bäume. Don't misuse any kunda. Don't speak there. Prakiya. Be careful. Gauro Brajavane Vedana Manivo Hoiva Radharo Dasi. Gaura Brajavane, Bhaktivinoda Thakur has it, Gauravan and Brajavan identical. When you can feel this point, then your Brajadam, your Navadvip Dham, Bas
you are staying in a successful, otherwise not Also successful. das fühlst, machen das dein Otherwise you are not successful. Vrindavan erfolgreich. Und schon Gaura Brajavane Vedana Manibo Hoigo Radharadasi. Gauravan and Brajavan are identical. There's no difference. All same. Gaura Braja Vedo Visishta Progyam. Gauru Kishastakam. Also same thing. Is the main thing. Main, secrecy of bhajan, in Gauriya bhajan especially. If you want to follow Guru Varga in total. And this point. So Narottama Thakur singing from heart. Also Guru Padma Srila Bhakti Kumar Puri used to say to those foreign people, though you don't understand Bengali, but still you sit in Harikatha. I used to speak English Harikatha separately. But Guru Padma used to say, when Bengali Katha going on, you must sit, though you don't understand. Because if it is actual Harikatha, transcendental sound vibration, somehow it can touch, this Harikatha can touch your heart. Point. Otherwise, when Narottama Thakur singing, they don't understand Bengali. Why they are crying? Many times I told you. Why they are crying? It is the code language of heart. That's why they are crying. Krishna can understand the language of birds and beasts. Those Gopikas speaking, what you are doing? I am talking with birds. You are talking with birds. What they are speaking, you cannot understand. I can understand. Really so? Only Krishna can understand what those birds speaking, those beasts speaking. It is not, false philosophy, actual. Because there is so countless qualities of Krishna. Countless qualities. One is there, out of that, Krishna can understand any language. Any language. Suppose birds and beasts and birds, they are speaking, also Krishna can understand. Sarvo Bhasa Vid. In Sanskrit we say Sarva Bhasa Vidaha. They understand, Krishna understand. All language. In any language they speak. So now, actually, this is the condition of Brajavasis. This is the condition of Brajadam. Now, Srila Jiva Gosvami Padji, Srila Jiva Gosvami Pad is topmost Rupanuga Acharya. The topmost Rupanuga Acharya is Jiva Gosvami. About Rupanuga Bhajam, if I like to speak, first I will have to touch the lotus feet of Jiva Gosvami. Otherwise, because that time, Jiva Gosvami Pad was Sarvabhauma Acharyas, all Vrindavan society, all Vrindavan society here in Vrindavan, Navadvip, Vrindavan, Purushottam Kirtan, Nilachal, or anywhere, those Gauriya Vaishnavas, they are staying for Sarvabhauma Acharya. Sarvabhauma Acharya is irrespective of his, which sampradaya he is, that no, he is Sarvabhauma Acharya, means overall Acharya. Overall Acharya. Controlling all Vaishnava Samaj. Now there is no controlling. You can do as you like, fancifully. She can do anything she like. No controlling. But secrecy of bhajan is there. We must be controlled by Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada. Fanciful attitude is totally prohibited. You cannot attain success in whole life. It's very dangerous. At present, no such personality you can see whom we can, big problem. Or at all if there, we cannot obey. No. My Gurudev will stop, then your Gurudev, you can fight with each other.
They are always fine. I will have to speak one special Harikatha on this point. What kind of dirty fighting going on there in Vrindavan, Mayapur, everywhere. Over small issue. Just that day, I took prasadam in my Goshala and coming by cycle, one phone came. Usually for nobody ring me because no Maharaj disturbed, feeling disturbed. I closed my phone, but by chance that was open. One devotee ring, are you Shyam Baba? Yes, I'm Shyam Baba. You are taking rest? I have no rest in my life. Okay, sir. Laughing. I have one question, can I ask this question? What? But in Vrindavan there's big fighting going on, that why Chaitanya Mahaprabhu changed his Mahamantra this way. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. And why? Is right? No. Actually, originally it is there in Koli Shantarin was the Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then I wanted to give some answer on the basis of Prabhupada philosophy, Bhaktivinoda Thakur. But I find that man is less interested to hear about Bhaktivinoda Thakur. I told her, how I can speak with you? I stopped. Then I write one Sanskrit article of 4-5 pages on this topic. Maybe I can write more. 7 by 8 pages, I can give an interview. So dirty. Small point. Srila Swami Maharaj is doing bhajan nicely, Swami Maharaj preaching so nicely. Swami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj doing so much preaching. Now, it is not clear to me whether he is doing Manjari bhajan or Sakya bhajan. It is his personal matter. Our Krishnadas Babaji Maharaj, my Guru Maharaj told, he got Siddhi in Sakharas. My Guru Maharaj told. But success in Sakharas doesn't mean it is a lower Ross, derogatory. Big fighting going on. Why is speaking this way? Swami Maharaj writing, what writing, I don't know. I cannot touch his lotus feet even. He is so excellent, elevated. But my point is that maybe doing Sakharas bhajan or maybe Manjari bhajan is his personal. I cannot fight over this point. No use. You try to understand this point, that if we fight with each other, other sampradaya, they can take undue advantage over them. They can say they are only eating and fighting and getting dollar from outside fighting. Nothing else. First duty, it is your first duty, to give full protection to Siddhantavani. Can you do it? Then you can act as Acharya. Otherwise not. First duty. If you can give full protection to Siddhantavani, you are losing Siddhantavani. All useless Siddhanta people speaking. He is speaking this way, he is speaking this way. All arbitrary. It's not good. We must follow our Guru Varga. So many people fighting over this point. The Jiva Gosvami path is not following Sanatana and Rupa Goswami. I already answered this point, some points, in Gaur-Purnima time, but still I can discuss some point today. I'm very sorry, I'm crying all day and night. There is no harmony, nobody can be a Ruchita. They cannot tolerate. If you are going to get some pratishtha, if some pratishtha coming in my life, if I think it is like stool, so what pratishtha can do? How? Whereas Prabhupada speaking, Vaishnavi pratishtha tate kore nishtha taha na koride ravi baro. Vaishnavi pratishtha means, first you try to become a perfect Vaishnava, servant of Vaishnava, and Vaishnava. Then automatically that pratishtha cannot do bring any harm in your life. Because pratishtha what can do? If you are not touching, Swami Maharaj all over the world doing preaching. So many moths and this, that. But if any bonded soul going to do one moth, he is I am making moth in America, France, Philadelphia, Los Angeles. He is humble. Some devotee is speaking, I can discuss the appearance day of Prabhupada, Bhakti Siddhanta
in Nilachal Dham. Every year I am trying to speak. Not now because time is very limited. So come on, Jiva Gosvami path. Jiva Gosvami path. You can see, you can find how unique way Jiva Gosvami are following Rupa Gosvami path and Sanatana Gosvami. Rupo Sanatana Sasana Garbhe Sthita. Rupa Sanatana Sasan, regulation, controlling. I am under the controlling of Rupa Sanatana Goswami. I am writing something. Nothing my own. But all I am writing, by the mercy of Rupa, I have nothing new. That's why I started with this point. Those who are actual Raganuga, for them it not be quite natural. If you kick me, if you insult me, so many people doing all right with this, I never mind. It's quite natural. All useless. I wanted to give life for them. They are going against me, fighting me, like to kill me, like to speak all rubbish. Still, I am laughing. It's nice. Is the arrangement of Krishna? Krishna want to test me. It's the arrangement of Krishna. Krishna want to test me. So I should bear it. Otherwise, I have no right to sit in Vyasasana. Otherwise, I have no right to sit in Vyasasana. If I cannot bear, then I have no right to sit in Vyasasana. I have no right to sit in Vyasasana. That's the first point. Jai Gaur, Jai Gaur, Jai Gaur. भक्त लोग आया उत्तर भारत से. That's why, actually, Jiva Gosvami path, that's why Jiva Gosvami path speaking this way. Why Jiva Gosvami path speaking this way? Bhakta sarago nirago divido parikirtita. Jiva Gosvami was writing, Jiva Gosvami was writing, Bhakta Sarago Nirago Divido Parikirtita. Bhakta speaker, two types of speaker you can have. One having tremendous love for Krishna, Gauranga, doing under the guidance of Guru Vaishnava, Guru Varga, Bhaktivinoda Prabhupada, speaking something very humble way. That speech is actually Harikatha. When somebody memorizing philosophy, big philosophy, suppose you have big memory, extraordinary memory, you can memorize all darshan, and you can speak in front of public, that you can do. You are at liberty to speak what you like to speak. Who is going to stop you at present? That time, when somebody breaking rules and regulation, then they arrange one big sabha. Hey, come! Why you are acting this way? Why you are breaking rules and regulation of Vaishnava Samaj? That time, Jiva Gosvami was the ruler. Rupa Gosvami, Sanatana Gosvami. Now, who going to speak? You can do. If you are committing any criminal activities in one mode, another mode goes, yeah, you come here and in our mode. We can give you scepter. Yes, I am speaking practical, that's why people cannot bear my naked truth. Why? They cannot bear. We should have proper understanding. Not that only back in philosophy, empty philosophy, dry philosophy. If you go on speaking dry philosophy, practically you are not, following, what use? What use? That's why Gaur Kishore Babaji Maharaj become very angry. Somebody wanted to learn Raganuga Bhajan from Gaur Kishore. Gaur Kishore Baba testing him, his patience. Gaur Kishore Babaji Maharaj testing.
Oh no, today you come, tomorrow or day after tomorrow, come 7 days after. After that, that man become very angry. Every day I am coming, you are speaking, today no time you come. Then he become angry and gone. Then Gosvami Maharaj is laughing and speaking. They cannot bear, even one penny, if lost, they cannot bear. They like to learn Raganuga Bhajan. Come on. How foolish. They think Raganuga Bhajan is so cheap thing, you can go to market, you have dollars in your pocket and buy Ujjal Nirmani, these, that, so many books you can purchase and sit in room. Yes, I have seen, in my mod also. One German people coming, a young man, 22, 20, he buying so many books and full room, and he close room, giving money to Mott to take prasad and memorize. After 2 days, he gone and married, everything done. This is called Raganuga Bhajan. Raganuga Bhajan, you see, so cheap. So Jiva Gosvami path, you know, how Jiva Gosvami path following Gurudev. So Jiva Gosvami sein Guru. How Jiva Gosvami path or Sanatana Gosvami path controlling Jiva Gosvami. If one example if I give, you can understand. One example or 2 examples, more than sufficient. One day, Vallabhacharya, that time Vallabhacharya was not in Renounced order. Vallabhacharya was in Vrindavan. Suppose he was going to take bath in Jamuna, and in the way Damodar Mandir, he went to visit Jiva Gosvami path, and each other paid Dandavat, and Vallabhacharya asking, what book you are writing at present? With shrugging head. Actually, it is Rasamrita Sindhu I am writing. You cannot look, so humble. Feel shy. I am so fallen, so what I can write. But by the order of Chaitanya Mahaprabhu writing, but actually it is Rasamrita Sindhu. I can edit this book, okay? I can edit your book, huh? Nice. You can edit my book, very nice. Then after some discussion that Vallabhacharya gone to Jamuna, and that time when the discussion going on, Jiva Gosvami, it was the usual rule, Pankha jhalne ka seva, Vatas, hand fan. Jiva Gosvami parayate, Jiva Gosvami backside. After that, Jiva Gosvami was speaking to Gurudev, we need Jamuna water, can I go? With pitcher. Then there, in the midway, almost in Jamuna reaching, they meet and pay Dandavat. Excuse me, if you never mind, what kind of mistake you find in the books of my Gurudev so that you wanted to edit? What do you mean? Yes, I mean so. What mistake you find? Then after that spiritual argument going on, Vallabhacharya wanted to make him shut up. Jiva Gosvami speaking very nice way, very humble way. One after one argument that Vallabhacharya just sat up. Stop. Vallabhacharya gone mad. Who that boy is? So young boy, so nice. While going back, after taking that going back, again he entered the Bhajan Kutir of and asking about something. Who is that man who is playing fan, hand fan? Why? Nothing to speak. Actually, he is a son of my brother. Previous son, my brother Anupam. Here he is staying with me. He thinks I am his guru. You are writing all okay. Need no, there's no, editing. No. Then Rupa Goswami is very intelligent. Topmost in the who's Rupa Goswami, their brain always touching Gauranga Mahaprabhu. So think about their intelligence here. When
Jiva come back So and asking, why you gone? I go to Jumla. You cannot bear this simple point. He wanted to edit my book, so great. He is so merciful to me. You give answer to him. Go back! Go back to home. Go back. I don't like to see your face. Oh my God. Crying and crying, bursted into tears. Fasting without water, sometimes is almost going to die. Gone. Go! Go means go. You have to go. No other argument. Jiva Gosvami going eastern, going to Nandaghat, Baigaon, Nandaghat. Usually I go to forest, then I go there and stay. Nandaghat, Baigaon. Baigaon means? Bai means, Brajavasi speaking, Baigaon. Baigaon means, Nanda Baba became afraid. Because those the servant of Varun took Nanda Maharaj away. Because unknowingly he wanted to take bath 2 o'clock night. That is Baigaon. Krishna, save me! South. Krishna. This way. So now in Nandaghat, it's a very unique place. Why? Because Jiva Gosvami and Rupa Gosvami are writing, or actually that book, and I forget that book, compiling there, some book there. And Jiva Gosvami was also writing Gopal Champu, writing there. And Jiva Gosvami was also compiling some Sandarbha, basically means first formula. When those are writer, first a formula. After that they go on explaining. This way, all writer. Those who are writing, those this way. First imagine formula. First point, second point, third, like mathematics. And from elaborate, one by one. This way they compile books. So Jiva Gosvami was almost fasting there, crying, fasting. Those Brajavasi requesting, Baba, try to take some milk. Sometime taking So Jiva Gosvami hat gar nichts mehr gegessen. Und Sanatana Goswami ist dann auch zu ihm hingegangen. Und sie haben gesagt, nimm doch manchmal Milch oder was zum Essen. Aber Jiva Gosvami war so in Trennungsschmerz von Rupa Goswami. He heard from Brajavasi, his name is Bare Baba in Vrindavan Dham. Also alle Brajavasis, die nennen ihn Bare Baba, also älterer Bruder, und Chota Baba ist der jüngere Bruder. Das ist die Identität in Vrindavan. So er hat ganz eine tiefe Verbindung gehabt zu den Brajavasis. Forget you. I was busy with writing this, that. Why you have to stay here for 1 minute? We cannot allow you to go. Then how your son-in-law, how your mother, this way. So, sie haben mal ganz normale Gespräche mit den Brajavasis. Oh, wie geht's euch? Wie geht's die Kinder? Ist die Tochter verheiratet? It is related with Krishna. Any topics related with Krishna. So alles ist immer in Bezug auf Krishna. I give my daughter away in marriage. Where? Why you are son-in-law doing? It seems in a material discussion. Es schaut so aus, als wenn es eine materielle Diskussion war. Aber das ist die Technik von Bhajan, dass du wirklich alles in Bezug bringen kannst mit Krishna-Bewusstsein. Very nice, I already spoke. So all the time you will have to remember Krishna. Always, all the time, constant you will. That is called actual bhajan.
So das ist wirkliches Bhajan. Just now, half an hour before I speak this book, Avisriti Krishna Padara Vindayor Kinoti Avadrani Chasantanoti Satasya Suddhin Paramata Bhakti Gyanam Chavigyana Viraga Juktam. Secret law. Secret law. You have to think about Krishna all the time, but forcefully you cannot do. So, du musst über Krishna denken, wirklich jede Sekunde. Aber allein kann man das nicht machen. Ohne dass dein Gurudev nicht wirklich glücklich mit dir ist, dann kannst du dich nicht 24 Stunden am Tag an Krishna erinnern. Das ist nicht möglich, dass du über das denken kannst den ganzen Tag. Das ist nur Gurudevs Kripa. Was bedeutet Sannyas? Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, over sannyas, this is so I already write one book. From Nadia Prakash, this that nobody want to read. Sannyas means resolution. Sannyas bedeutet Paratmanishta matto vesh gohon. Mukunda sevai hai sansar taran in Bengali. Maybe Mr. can understand something. Paratmanishta. Also wenn du wirklich eine hohe Anziehung hast zu Krishna, alles andere, die materielle Welt vergisst, nachher dieses Sannyas. Ansonsten wirst du wieder runterfallen von dem Lebensstand als Sannyas. Die Leute heutzutage so durch sowas, dass eben unqualifizierte Leute den Lebensstand des Sannyas annehmen, dann können eben andere die Gesellschaft von der Gaudiya-Mata und Krishna-Bewusstsein kritisieren. Und gegen das muss man arbeiten. Jiva Gosvami war so strikt, der hat all die Leute, die sich falsch aufgeführt haben und nicht den Regeln gefolgt sind, aus der Sampradaya weggeschaffen. Überall ist momentan Feuer und Feuer, so wer kann das aufhalten? Anyway, Jiva Gosvami path writing the Sandarbha, in basic Sandarbha, there in Baigaon. Somehow, Sanatana Goswami path somehow reached there. Und in Baigaon, in Vrindavan, wo Jiva Gosvami dort gelebt hat, in der Höhle, dort ist jetzt einmal Sanatana Goswami vorbeigekommen. Und er hat gesagt, oh, die Brajavasis haben gesagt, er stirbt fast, er nimmt kein Prasadam zu sich, kein Wasser, nichts, er weint nur Tag und Nacht. Und Sanatana Goswami fragt, was ist los, was ist los? Und er sagt ihm dann alles. When Ballavacharya wanted to insult my Gurudev this way, so I wanted to give him fitting answer. My Gurudev became very angry because Jiva Gosvami. So er wollte ihm die Antwort geben zu Vallabhacharya, weil er eben das nicht hören wollte, dass jemand so über seinen Gurudev spricht. Und dann hat er gesagt, das ist die Situation. Let me go. Then reaching Goswami path, reaching there. Then Sanatana Goswami first picking this point. Und Sanatana Goswami sagt dann, in Bengali, Jivedayata boltei bhalo lage naki? Jivedaya, this word, Jivedaya Krishna Nam Sarvodhamasa, to show mercy to Jiva, only you like to keep this word confined in books? So Jiva-Daya, das bedeutet, dass man Barmherzigkeit zu Jiva gibt. Was bedeutet das? Haltest du das nur in die Bücher? So da ist der Jiva. So ist Sanatana Goswami zu ihm gegangen und hat ihm gesagt zum Rupa Goswami, das ist Jiva, so sei barmherzig zu ihm, weil Gurudev ist Sanatana.
Then again Sanatana Goswami, Jiva Goswami started staying with. Und dann hat wieder Gemeinschaft gehabt mit Rupa Goswami, Jiva Goswami. Und sogar Rupa Goswami hat ihm wieder selber Prasadam gebracht, dass er wieder fit wird. Prabhu, this kind of disciple is rare in this whole universe. So Sanatana Goswami, da spricht er zum Rupa Goswami, oh, so ein Schüler ist ganz, ganz selten im Universum. Und dann ist Rupa Goswami ganz, ganz glücklich geworden mit Jiva Gosvami. So die Srila Sanatana Goswami hat geschrieben, Brihad Bhagavatamrita, und editiert hat es dann Jiva Gosvami. So er hat so eine Kraft angesammelt dann. Und im ganzen Universum ist er unschlagbar gewesen. Durch die Guru Nishta, was Srila Jiva Gosvami gehabt hat. So Rupa Goswami, Sanatana, Jiva Gosvami, das sind alles die Höchsten. Kant, Hegel. Also er spricht nichts gegen die Philosophen, gegen die westlichen Philosophen. Aber wer seien die jetzt in der Präsenz von Jiva und Rupa? Und jetzt momentan haben wir alle das, die was in der Philosophie, die Philosophie studieren anfangen, haben das jetzt auch verstanden. Dass das viel, viel eine höhere Philosophie ist. Einmal ist er nach Indien anerkennen, weil dort eben die höchsten Lehren weitergeben werden und das höchste Wissen da ist. Dann hat es eben Leute gegeben, die haben so Debatten angefangen mit anderen. Vaikantiki Govinda, his name was. Vaikantiki Govinda was defeated by there in Purushottam Dham. Und da ist ihm jetzt anerkennen und der wollte so ein Zertifikat, dass er eben jetzt der höchste Gelehrte ist. So er wollte, der Gelehrte, der wollte überall eben so Zertifikate einholen. Ansonsten, die was eben bereit waren zu diskutieren, mit denen hat er diskutiert. Aber Rupa und Sanatana haben gesagt, wir haben nicht genug Wissen, also wir können nicht mit dir diskutieren. So wie wir geben dir das freiwillig. Wir unterschreiben das Zertifikat, du kannst gehen. Der Mann ist gekommen mit seinen ganzen Truppen, Elefanten und der ganze Truppe von Leuten. Also ganz einfach haben sie das weggegeben, das Zertifikat, und unterschrieben. I heard your name, you will have to discuss point, because your Gurudev already defeated my, here is your certificate. What do you mean? Yes. Und dann kommen sie zu Jiva Gosvami und Jiva Gosvami sagt dann das Zertifikat her, oh, ich habe gehört von dir, aber schau, ich habe das Zertifikat schon von dem Gurudev, der ist schon geschlagen. Dann hat Gurudev gesagt, wer hat die Möglichkeit, Srila Rupa Gosvami eine höhere Philosophie zu haben? Und dann hat er angefangen, in den 10 Minuten seine Philosophie komplett auf die Seite zu legen. Und er hat nicht wirklich dann gewusst, was ein wirkliches tiefes Wissen kriegt von den Schriften. When Prabhupada speaking, remember this point. Srila Prabhupada. If my Gurudev, if Guru Vaishnava, if my Gurudev, so wenn mein Gurudev, Madhav Maharaj,
So, then I can die or do something. so wenn jemand jetzt über Gurudev einen Blödsinn spricht, nachher kann man entweder sterben oder man spricht dagegen. 7 or 8 kind of different kind of protest note by the order of Guru Vaishnava. By the order of Guru Vaishnava. I was bound to give answer to their insulting comments about our Guru Varga. So Prabhupada speaking this point. So Srila Prabhupada spricht über den Punkt, wenn du, dass irgendjemand deinem Gurudev was Blödes darüber sagt, nachher musst du antworten und sprechen darüber. Das ist Vaishnavata. Und wenn einer dann sagt, oh, der verliert die Demütigkeit, Trinadapi. Aber das ist wirklich Trinadapi. Maharaj, if I speak this way and give a protest note, then somebody can say I'm going to lose my standpoint. I'm not Trinadapi somebody. Let people speak that I'm not Trinadapi. I can speak like a beast in front of those who are criticizing my Guru Varga. I can speak this way like a beast. Because what is my identity? Tumi to Thakur tomar kukur boliya jano more. It is my identity. What identity I have? Bhaktivinoda was speaking. Tumi to Thakur tomar kukur. Tumi to Thakur, Tumi to Thakur. So, ich bin nur der Hund von dir und der Hund, der bellt. So, Srila Bhaktivinoda Thakur singt indes über seine Kirtans. Then is the right identity. So what's wrong if I give answer to them, those who are criticizing our Guru Varga? So, was ist dann falsch, wenn Antworten zu denen gibt, was unseren Guru Varga kritisieren? Das Srila Prabhupada sagt, das ist wirklich Vaishnavata. Das ist Vaishnavism. When Vrindavan Thakur speaking, I am giving so much argument, so much evidence, which if somebody is going to ignore, then I am going to kick on his head. Then somebody is speaking, kicking? Is Vaishnava is going to kick somebody? Yes, kicking. So Vrindavan das Thakur, der sagt, wenn irgendwas jemand über die Philosophie im Chaitanya da spricht, dann hau ihn auf den Kopf. Und dann kann jetzt ein anderer sagen, und das nennt sich Demütigkeit. So die Vaishnavas sind demütig, sie schlagen andere auf den Kopf. Aber in Wirklichkeit ist es Demütigkeit. Weil wenn das Thakur will, bei das nur seinen Fußstaub in die Idioten geben, die was das jetzt noch nicht verstehen. Because he like to give some dust particle from his lotus feet and make my brain fresh and inculcate that highest philosophy, deep feeling inside my heart. What wrong is it? Huh? And when Krsnas Lotosfu speaking, Jagai madai hoite muishe papisto, purisher kit hoite muishe logisto, I am a fallen soul, more and more fallen. Srila Krsnas Gosvami genauso, wenn singt Jagai madai muishe babishta. Sagt in dem Vers, dass die ganz niedrigste, gefallene Person ist. Und jeder, der was seinen Namen hört, der sammelt also es ist niedriger als wir Wurmsacker. Der sammelt schlechtes Sukriti auf, der was seinen Namen hat. Also das ist alles. Srila Prabhupada sagt ihm, dass even sogar Vrindavan das Thakur mehr Trinadapi Jiva haft als wie Krishnadas Kaviraj Goswami. Weil eben die Staubpartikel geben will. Materielle Leute können das aber nicht verstehen.
Oder manche, der was sich so selber identifiziert, dass er der Niedrigste ist, so wer will von dem hören? Dann sind schon viele Materialisten ausgeschlossen. So, deswegen hat er am Anfang gesagt, in der Linie von Radhanuga, Trinadapisana ist ganz natürlich, das muss man nicht sagen. Es sagen die Aktivitäten, das Siddhanta, der Lebensstil, alles prüft es, dass man Trinadapisana ist. Das ist Yukta Vairagya, balanciertes Vairagya, alles. If I go to travel Churasi Coast, 84, you cannot find who is that? Is Sambhava? Just like a beggar. Also es ist das Gleiche, er kann da sitzen wie ein König auf dem Asana und er kann genauso im Goshala Seva machen zu den Kühen oder in Vrindavan nur mit ganz zerfallenen Kleidern Parakiya machen. So Jiva Gosvami. What kind of Anugatta Jiva Gosvami shown in his life is unique. So das ist ganz einzigartig, was er aufgezeigt hat in seinem Leben. Also er hat Geburt genommen in Bakla Chandadvip im Nordbengal. And there actually, when Sri Chaitanya Mahaprabhu went there, where in that place when Rupa Sanatana used to stay, there in Chaitanya Mahaprabhu, that place, Ramkeli. That Ramkeli village, there Sanatana and Rupa came to meet Chaitanya Mahaprabhu. So in Ramkeli, 12 or 1 o'clock, 12:30, 1 o'clock. Very simple dress. Somebody speaking Jiva was there. Or somebody speaking Jiva took bath after. So we are going to follow Bhaktivinoda Thakur. So Srila Bhaktivinoda Thakur, dem wir folgen, der sagt, er hat einen Artikel geschrieben im Sajan Dashani über das Datum von Jiva Gosvami geboren worden ist. Und Sanatan und Rupa und all die, gibt es Details. So zu der Zeit, Chaitanya Mahaprabhu ist dort hingegangen nach Ramkeli und Anupam. Der ist auch da gewesen mit Rupa und Sanatan. And Rupa Sanatan, you know already, by the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, how they cut material bondage and going to Vrindavan. I need not explain this point. But somehow, that time, the Jiva was very small. So zu der Zeit ist der Jiva Gosvami ganz jung gewesen. And you already know, within short time, Anupam also left this material world. So in einer kurzen Zeit hat dann Anupam auch die Welt verlassen. Und Jiva Gosvami war ganz jung zu der Zeit. Jiva Gosvami was from birth. Jiva Gosvami hat vom Geburt das Symptom gehabt. Den hat niemand eher als Bursche verstehen können. Er war schon da ganz entsagt. Er hat allen Schmuck, alles weggegeben, alles. Hat nur auf dem Boden geschlafen. Und er hat dann gesagt, er gibt jetzt das alles auf, das was er da lernt von seinem Vater und seiner Mutter, was ihn hingeschickt haben, und geht nach Navadvip. Somebody is speaking, Bankim Chandra is the Scot of Bengal. I say you are foolish. You are speaking just opposite. Scot is the Bankim of England. It's good. Just opposite is to speak the same. Yes, I mean, though he is not bhakti. Bankim Chandra having no bhakti. Bhaktivinoda Thakur wanted to give so much lesson. He was not ready to accept. So much popped up. But still he is writing something. Bande Mataram. Writing.
So what to do? When portfolio was going to be changed in Krishnanagar, Bhaktivinoda Thakur wanted to go to Srirampur and he liked to take over this point. That time, Bhaktivinoda Thakur and you know that Bankim Chandra, they for 10-15 days they stayed together. By that time, Bhaktivinoda Thakur giving so much argument, but Bankim Chandra not ready to accept. Not ready. But anyway, it's excellent Pandit. So this way, some people speaking, Navadvip is the Oxford, ancient Oxford of Bengal. So Navadvip ist eben das India. Oxford von India. But when Jiva Gosvami came here, Aber wenn Jiva Gosvami dort gekommen ist, er hat dort studiert, aber als erstes hat er volle Barmherzigkeit vom Nityananda Prabhu. Actually, when Jiva Gosvami came, he got full kripa from Nityananda Prabhu. So lucky. Dham, So da hat er die volle Barmherzigkeit gekriegt von Nityananda. Dham selber ist Nityananda Tattva. Whereas in this Dham Navadvip, Nityananda himself going to guide Jiva Gosvami. You see how lucky. So in dem How lucky. Dham hat Nityananda Prabhu selber Mahaprabhu Jiva Gosvami geführt auf Parakiya. Prabhu used to do this kind of lila. Oh, really? Oder And rolling down on ground, crying. Nityananda saying there, here, Prabhu used to do this lila. This way, under the guidance of Nityananda Prabhu, Jiva Gosvami path, so unter der Führung von Nityananda Prabhu hat Jiva Gosvami after that Nityananda Prabhu was so den merciful. Parakiya ausgeführt. That's why Krishnadas Kaviraj Goswami says, Emon nikhinna more keva kipa kore ek Nityananda Vinu Jagadmata. I am so fallen, so fallen, so fallen. Who is going to show mercy on me except Nityananda? So Jiva Gosvami sagt eben, er ist so gefallen, so gefallen, so gefallen. Oh, nice. Und wer akzeptiert mich als außer Nityananda? In my heart all the time was never I cannot forget. My Guruma used to say, go with Bhaktivedanta, go with Srila Gosvami. You can enjoy parikram. What do you mean by parikram? You can realize. Also er hat ihm gesagt, dass I realize. sein Gurudev, dass er mit Srila Bhaktivedanta Goswami auf Parikram gehen soll, weil durch da kannst du das wirkliche Gefühl von Parikram kriegen. Und er hat da so viel Liebe für ihn entwickelt. Actually now, Nityananda Prabhu putting his lotus feet on Jiva. Oh Jiva, go to Vrindavan. Oh Jiva, go to So, Vrindavan. Nityananda, Jiva Goswami will nicht gehen, aber Nityananda Prabhu sagt, du sollst nach Vrindavan gehen. Mahaprabhu giving this place, identified. So you go to Vrindavan. Das ist der Platz von euch. There is Madhusudan Vachaspati. Und auf dem Weg nach Kashi ist Madhusudan Vachaspati. You can take some lesson. Per person. Who is that Madhusudan Vachaspati? You know? Disciple of He is Sarvabhauma. the disciple of Sarvabhauma Bhattacharya. He is the disciple of Sarvabhauma Bhattacharya. Somebody, some darshanik, our Guru Varga speaking, when Sarvabhauma giving argument to Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya was giving argument, that time he was present there. Or maybe somebody speaking that he got all those lessons from Sarvabhauma. So, er hat ihm all die von der Diskussion zwischen Mahaprabhu und Sarvabhauma, die was da war, das hat er, die Lehren hat er aufgenommen dann. Madhusudan Vachaspati. Baladev Vidyabhushan, who is Baladev Vidyabhushan? He is Gopinath Acharya. Baladev Vidyabhushan im Maybe I forget, actually Kobi Karnapur writing this. In Gaur Lila Gaura Lila ist Gop, yes.
Gaur Lila, still he took birth again as Gopinath Acharya. Gopinath Acharya. And Sarvabhauma Acharya is the son, what do you say? Sandip. Huh? They have some relation. Anyway, actually Jiva Gosvami now went to Varanasi. They took lesson from So Jiva Gosvami hat dann eben dort gelernt von dem Madhusudan Vachaspati. Alles Sanskrit, alles Vyakaran, alles hat er gelernt. Bhagavatam, Vedanta. But if you think that from Sarvabhauma Bhattacharya he got lesson before, then we cannot accept this point. Because before, Sarvabhauma Bhattacharya was expressing this Mayavadi. This is quite natural after. So das ist nur möglich durch das, dass er eben danach gelernt hat von Sarvabhauma Bhattacharya, nicht davor. Maybe much before, after that rectification was done by Sarvabhauma, maybe, who can say? Historical evidence I don't have perfect, maybe. So that time, actually, he got lesson, full lesson, Gauriya Vedanta, because Sarvabhauma Bhattacharya was changed by Mahaprabhu. So, Sarvabhauma Bhattacharya hat sich eben geändert, obwohl er davor Mayavadi war, der aus der Philosophie gefolgt ist. Aber Mahaprabhu hat ihn komplett geändert. Und dann hat statt Mukti hat er dann Bhakti gesagt. Why do you change the sloka Bhagavatam? Why? Why you change the sloka? Why? It is actually originally it is there. Originally it is there. So, original ist es Jiveda Samukti Vadaya Bhak, aber er hat den Punkt dann geändert in Bhakti. Er sagt dann, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Prabhu say you are knowing, you are great Pandit. If you can get this kind of meaning, mukti jar pade se mukti pad in samas, case ending and samas there, combination, do two close at a time. So if you make this way, then there is no harm in it. So, aber Mukti, sagt ja deine Mahaprabhu, das kann ich immer auf zwei Arten auslegen. So, wenn du das zweite Verständnis nimmst, das bedeutet, an die Lotusfüße von Krishna zu rasten, das bedeutet genauso Mukti, so da ist kein Fehler in dem. Aber Sarvabhauma sagt, er kann das Wort Mukti nicht mehr aussprechen, ich hasse das. Aber Mahaprabhu ist glücklich geworden. Aber im Srimad Bhagavatam kann man nichts ändern. Es ist das Schrift von Vyasadeva. Because top secret bhakti. Here one top secret bhakti yoga there, you cannot understand. That's why Mahaprabhu. So, da ist eben das Bhakti, das Geheimnis im Srimad Bhagavatam. Normalerweise ist es die Regel, wenn die Devotees nach Puri kommen, dass sie die Haare schneiden, abrasieren und der Bart nehmen im Meer und nachher ins Normalerweise ist es die normale Regel, dass wenn die Devotees kommen, die machen das, aber das sind immer die, und haben dann Darshan von Jagannath, aber die sind direkt zu Mahaprabhu gegangen. Und haben dann, ohne sich zu rasieren, haben dann gleich mit Mahaprabhu Darshan gehabt. So, out of love, Aham Bhakta Paradhina Hi Asatantri. I am
I am controlled by the love of Radha, and he told you that day, Radhastami day, Radhikar Prem Guru, Ami Shishya not, Jakhon Jaiche Nachai, Nachiye Udbhat. Bengali, you understand? Radhikar Prem Guru, Ami Shishya not, Jakhon Jaiche Nachai, Nachiye Udbhat. Udbhat means random dancing I can do. According to the gesture of Radha, hey, dance. This is my condition, Krishna speaking. But in Bhagavatam, first sloka I already told you, Yano adasto yato unmayadito rashtarta sabhiko sarad. And sabhiko sarad is not controlled by any factor. That's why sabhiko sarad, when you are speaking this way, aham bhakta paradhina yes. Both how you can harmonize? Yes, everything is harmonized. Everything can be harmonized in the life of Krishna, in the Leela of Krishna, not life actually. In Krishna Leela, in Krishna Lila kann ihm alles, ist alles möglich, da kann alles harmonisiert werden. Krishna ist Atmaram zur selben Zeit und zur selben Zeit derjenige, was sich vollkommen vergnügt. Atmaram opi oriramat in Rasa Leela, first point. Atmaram, aber doch hat so viel Vergnügen mit den Gopis der Krishna. So, das ist möglich für Krishna. Atmani avarutta saurataha. I cannot explain this point in front of all those small devotees. Atmani avarutta saurataha. I cannot speak in front of you. Small devotees. See? I should not explain. How possible? Yes, possible. Everything possible. Krishna, the topmost angel, at the same time Krishna, Atmaram. That's why Krishna speaking in front of Rukmini. Das ist, warum Krishna vor der Rukmini spricht. Yes, you are Niskinchan. Infinity world, your property. No, I am Niskinchan. Und Krishna sagt, ich bin Niskinchan, obwohl er die ganze Welt hat. Also er ist Niskinchan, hat auf der anderen Welt gar nichts und hat aber ihm gehört das ganze Universum. Actually, Devi, Rukmini, I am actually Niskinchan. And those who are actually Niskinchan people, they only love me. Actually, I am Niskinchan. Those who are actually Niskinchan people, they can come to me, do by Krishna Bhajan. Actually, all people, all different ways, they are doing Bhajan, but Durga Devi, they are doing Bhajan, but Shankar Bhagavan. Same question put it by who? Parikshit Maharaj. Oh, Gurudev, that's a big, doubt. Also Parikshit Maharaj hat dieselbe Frage gestellt, dass Krishna, er hat die ganzen Welten. Und Shankar ist so entsagt, hat keine Kleidung. Und die, was Shiva verehren, die werden so opulent, die kriegen alles in der Welt. Und die, was Krishna verehren, werden alle Niskinchan, die entsagen allem. Rupa Sanatan, one bread, two bread, and they go for begging, getting some gram, chola, and eating. Also die haben nur dort und dort mit zerrissene Kleider und haben vielleicht 2 Brote am Tag gegessen oder ein bisschen ein Dal. Aber er sagt ihm, die von Shankar kriegen ganz materiellen Reichtum. So, das ist perplex. Wie ist es möglich? Sukadev Goswami antwortet ihm dann, alles ist möglich in Krishna. So, die Devotees, die Guna-Avatare, Shankar, Brahma, Shiva, die was in den 14 Welten sind. Die sind nicht aus dem. Aber Krishna Bhajan fängt eben nach dem Reich an.
Und dann versteht man, oh, Krishna Bhajan. Ich habe das nie wirklich verstanden. Aber wenn man wirklich Geschmack am Krishna Bhajan findet, dann wird man verrückt. Keiner kann die kontrollieren. So wie zum Beispiel Mirabai. Sie sagt, sie läuft von der weg, komm, lass mich. Sie ist so in Liebe mit Krishna. Gangamata Thakurani, genau. Also, die war Tochter von einem König, aber die war so in Liebe mit Krishna und in tiefes Bhajan eingestiegen und hat alles verlassen. Ist komplett verrückt worden nach Krishna. Raghunath Goswami genauso, ein Prinz, was aufgewachsen ist, der hat da alles verlassen. Und da kann man dann verstehen, was ist Krishna Bhajan. Wenn man nur einmal den Geschmack hat auf wirkliches Krishna Bhajan, nachher handelt man genauso. Srila Chaitanya Mahaprabhu sagt in Varanasi, dass er mit einem Tropfen gibt von dem Ozean von Rasa. Und nur der eine Tropfen, wenn er den berührt hat, das ist schon, hat alle Welten erfüllt. So Krishna ist der Ozean von Nektar, aus Nektar. So was kann man über ihn sprechen? Von was für einer Seite kann man das kosten? Das ist unendlich. Und man kann einfach nur immer tiefer und tiefer in das Krishna Bhajan tauchen. Ramananda, alle sprechen sie gleich. Der, was wirklich einen Geschmack in Krishna Bhajan kriegen kann. Now you follow, when Sarvam Bhattacharya was there in Puri, in front of Sarvam Bhattacharya, by that time everything changed. He became very great Vaishnava. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Sarvam Bhattacharya. Er hat sich dann komplett geändert, wo Chaitanya Mahaprabhu Darshan gehabt hat. Why Mahaprabhu asking me go and take bath and come and take Mahaprabhu's house? Then giving the service. So this way actually, Jiva Gosvami took lesson in Varanasi. So Jiva Gosvami hat eben das Lila gehabt, dass er eben Unterricht nimmt in Varanasi, weil in Wirklichkeit ist er ewiger Gefährte von Radharani Vilas Manjari. So wer kann ihm was lernen? In Kamala Manjari, Bhaktivinoda Thakur ist Kamala Manjari. So in der Lebensgeschichte ist geschrieben, dass Srila Bhaktivinoda Thakur da und dort gelernt hat, aber das ist alles Lila. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat Unterricht bekommen von Pitiracht Sharma in Vedanta in der Kindheit. Aber es ist alles Lila, das sind alles ewige Gefährten. This is actually Leela. So, Madhusudan Vachaspati giving lesson, become very happy, and after that took permission from Varanasi and gone to Vrindavan and staying there whole life. Und nach dem, was er da gelernt hat, ist er dann nach Vrindavan gegangen. Das ist der Gurudev von Sanatana Goswami. All the time, Gurudev. But when you search your heart, there is no love for Gurudev. Die Mayavadis, die sagen zum Beispiel einmal Gurudev, aber da ist keine Liebe in ihrem Herzen. Wirklich für Guru ist ein Mayavadi.
They are not So- fighting, he is my Gurudev, he is my Gurudev. But they are actually serving Gurudev. Mad, the fanatic personalities. Always Gurudev, Gurudev, Gurudev. What do you mean by Gurudev? Speak Guru Tattva. What do you mean? What is your realization? Kali Gurudev, Gurudev. I'm doing all dirty thing. Mayavadi. This mood is not good. Also die Mayavadis, die wollen eben wirklich Gurudev dann von der Seite schaffen. So, die machen so äußerliche, größere Show vom Guru Tattva. Sie verehren Guru, aber das ist leicht Show, äußerliche. Who can say who is the Gurudev of Sanatana Goswami? Who? Chaitanya Who can speak? Huh? Mahaprabhu. Vidya Vachaspati. Vidya Vachaspati Gurur me writing in one preface. If you speak this way, then it's Siddhanta Virod. It is not the duty of Chaitanya Mahaprabhu to start one new sampradaya. Though directly India it is true, 100%. But still, you cannot speak this way. Krishna's Kaviraj Goswami said, to start a new sampradaya, it is not the duty of Supreme Lord. So, also die Aufgabe vom Chaitanya Mahaprabhu ist nicht, dass er neue Schulernachfolge But macht. I can find in Kirtan, Haha Prabhu Sanatana Gaura Parivar. You can understand, you can misunderstand that Gaura Parivar means, you can understand he is a disciple of Mahaprabhu. In one way he is disciple of Mahaprabhu. No problem. Because in front of Mahaprabhu he took base. Somebody is speaking this way. Sanatan took base, white base, Paramahansa base from whom? So von wem nimmt Mahaprabhu die Paramahamsa Vesh? Er hat die Vesh von Mahaprabhu genommen. Directly or indirectly, what? Direkt von Mahaprabhu. Tear one cloth into three pieces, one copy, Bahirvas, everything Mahaprabhu approved. You are foolish. Ramanujacharya took sannyas in front of Ananta Sarovar from Gurudev. Imagine. He remembered his Gurudev and took sannyas. Oh no. So you cannot compare your life with them. You cannot compare your life with them. Be careful. Sanatana Goswami never shouting, my Gurudev, my Gurudev, my Gurudev. Never shouting. Vidya Vachaspati. Who is the Gurudev of Raghunath Das Goswami? Who is? Who can say? Who? Yadunanda. Jadunanda. That I spoke many times, that's why you can see. Jadunanda. This way, you should understand the code language of Bhakti Yoga. Otherwise you can misinterpret. This way, Srila Jiva Gosvami took lesson from where? Varanasi, ultimately going to Vrindavan. They are staying So Jiva Gosvami, der hat eben Wissen aufgesammelt in Varanasi und ist dann nach Vrindavan zu Rupa und Sanatana und hat dort gelernt. Vaishnava Siddhanta or actually Rupa Sanatana within few Rupa und Sanatana. They can meet me in Jalandhar. Because first time going to Jalandhar. So Jiva Goswami going there, where actually? So Jiva Gosvami Going there in Vrindavan, geht jetzt nach taking Vrindavan. shelter unto the lotus feet of Rupa Sanatana. Rupa Sanatana. And staying there. Oh, they are staying. Rupa Sanatana. And this way actually all the time, writing different Siddhanta, this there all the time. So, und er schreibt dann über verschiedene Siddhantas.
in And Vrindavan. all different books and Siddhanta is compiling different books, editing the books of Rupa and Sanatana also. Er editiert die Bücher von Rupa und Sanatana und hat selber so viele Bücher Now I geschrieben. like to touch this point, is most vital. Somebody is speaking rubbish way, that Jiva Gosvami path, not following Rupa Gosvami path and Sanatana Gosvami path. Why? Because Manche sagen, dass not Jiva following Gosvami nicht Rupa und Sanatana folgt, Parakiya bhav, weil die haben etabliert Parakiya Bhav, Svakiya und Rupa und Raghunath Parakiya Bhav. how we can say that there he is following Jiva? So wie kann man da jetzt sagen, dass er Rupa und Raghunath folgt? Rupa sanatana sasana garve sthita. Whereas Jiva Gosvami is doing, I am under the control of Rupa and Jiva Gosvami sagt aber selber, dass er immer unter der Kontrolle ist von Rupa und Raghunath. wanted to establish Sanatan. Svakiya. How? There Bhaktivinoda Thakur, actually Jiva Gosvami was writing one commentary of Brahma Samhita. Brahma Samhita, very unique commentary. And Bhaktivinoda Thakur also writing commentary. Jiva Gosvami hat einen Kommentar über die Brahma Samhita geschrieben und Bhaktivinoda Thakur über Jiva Gosvami, sodass man das mehr und mehr verstehen kann. Weil wir die Stimmung nicht verstehen können von Jiva Gosvami, weil für uns ist es leichter, Srila Bhaktivinoda Thakur zu folgen, der was das dann verdaut hat. The Svakiya and Parakiya are all same in Nitya Lila. Und Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, Svakiya und Svakiya und Parakiya ist es alles Gleiche im Nitya Lila. How? What do you mean by Svakiya? So was bedeutet Svakiya? Take information. What do you mean by Svakiya? Svakiya means those who got married with Krishna, illegal relation. So ist ganze legale Hochzeit, eine Beziehung mit Krishna. Having no external relation with, marriage relation with Krishna, those gopikas, they are called Parakiya. Und die, was keine so eine wirkliche Hochzeit oder öffentliche Heirat haben, das sind die, was Parakiya genannt werden. Like mathematics I can prove. Try to find. First point is that you can also get your answer. Be careful. In Nitya Lila, it is called Golok Vrindavan. And it is called Bhauma Vrindavan. This is called Bhauma Vrindavan. I mean, So, das that ist Vrindavan Nitya Vrindavan und Bhauma to Vrindavan. bestow Kripa on us. Follow? So, das Vrindavan kommt runter, um uns Barmherzigkeit zu geben. Selbe Sen Vrindavan. Vrindavan coming, but Sen Vrindavan coming, why Vrindavan there also? But I already told you, Upanishad, Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvat. Krishna you can see billions of Krishna. You can get countless Krishna. Krishna unique. All same. Purnasya Purnamadayo Purnameva Avashishvate. Infinity minus infinity is infinity. Infinity plus infinity is... Unendlichkeit minus Unendlichkeit ist Unendlichkeit. Und Unendlichkeit plus Unendlichkeit ist Unendlichkeit. Infinity plus infinity, infinity minus infinity. So if Dham is Vibhu Tattva, Sahasra Pattam Kamalam Gokulaksham Mahatpadam Tatkarnikaram Tat Dham Anantansa Sambhavaha. We say Sahasra Pattam Kamalam is all Nityananda, infinity, So das Sahasrapatram, das ist alles miteinander. No finite conception is Da allowed ist here. kein All dirty conception there inside your heart, I would request you to sweep and throw outside. Then you come in front of me. Otherwise, don't come. It is my request. so alles materielle Konzept muss aus dem Herzen bescheidigt werden. Es ist alles ewig und unendlich. And again, that Golokdam is coming here. All the same? Yes, all the same. That Golokdam is there. And that Dham
In our Vrindavan, their Vrindavan is also said. Yes. Bhaktivinoda Thakur saying, speaking, those who are having Vastu Siddhi, they can see everything all same. But those who are not attaining Vastu Siddhi, Sarv-Siddhi, even Sarv-Siddhi Dham, still some contamination, slight contamination can be there. Slight in darshan, slight material contamination, slight. They can understand how practical. Slight. Not fully. Bhaktivinoda was speaking, that dham is all same with this dham. Only here you can find those gopikas took bath, those gopikas took bath, Radharani took bath, Krishna took bath. Also das kann man alles nur, die Geburt und das kann man alles leider sehen im Baum Vrindavan. Aber im Golok Vrindavan ist eben keine Geburt von Krishna. Da ist immer das Kaishor Lila, aber die Stimmung. Aber die Stimmung von Krishnas Geburt ist da. Observe happy birthday, everything is there. Mood is there. All Baba. Bhaktivinoda was giving argument. That is, come on, that is Golok Dham. In Golok Dham, all Baba, if you think, spontaneous rasa can get satisfied. Because all original rasa. In Golok Dham, da ist es eben nur ein Verständnis, ein Gefühl, dass das Sohn ist, weil eben der originale Rasa dort ist. Spontan geht es vor sich. So der ganze Rasa, der was die Gopis in Golok Vrindavan, die sind niemals verheiratet worden mit irgendjemandem. Aber das Konzept, dass sie verheiratet seien, das ist da, so die Stimmung. So die Stimmung ist da. Nandanandan Krishna is the source of all rasa, Parakiya, Svakiya, or any rasa, anything. All possible there. Also alles ist in Krishna. Some way enjoying this kind of Parakiya rasa here, enjoying same Parakiya rasa some other way there. So das ist dasselbe in der Welt, im Bauma Vrindavan und im Uppercut Vrindavan. Though those gopika cannot discover that we are married with this gopi, Gopa. Radharani feeling I am already married with Ayan Ghosh. Who is Ayan Ghosh? Radharani fühlt sich auch so als Ayan Ghosh, aber Ayan Ghosh existiert gar nicht in Vrindavan. Sie denken sich das noch. Kamsa genau das Gleiche. Es sind alles Stimmungen. Oh, you are stealing clothes? We can speak to Kamsa. Where we can go? Only this Baba is there. So, whenever you think any Baba coming, at present you get satisfied. Only this much. Bhaktivinoda Thakur giving argument that those gopikas here in material world, there, Boma Vrindavan, Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass in der Welt ist eben Krishna hat Geburt, Radharani genauso, okay. Die Gopikas, Lalita, Vishakha genauso. Lalita Saptami already gone, just previous day of Radhastami. How then possible? But Maharaj, there is one scientific point, very scientific. Your material brain cannot grasp this point. You cannot understand. What is that? Each and every age factor of Krishna is permanent. Follow what I mean to say. So jedes Alter von Krishna ist permanent im Golok Vrindavan. That same teaching Chaitanya Mahaprabhu giving in front of Sanatan. Just now Krishna took birth, fraction of second. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt vor Sanatan Goswami, jetzt hat Krishna Geburt gehabt. Because about past, I told this fine demarcation. When I say P-A-S-T, past. When I utter P, then P gone to past. Then nothing is past.
When I P-P-A-S-T-T, I want to utter this point, past. Even within this word, when he uttered P, then P gone to past. A gone to past. S gone to past. In the book of past, gone. So what is present? Just now Krishna took birth. Just now Krishna playing, Bastaharan, clothes, stealing of clothes, somewhere. Just now, Sakat Manjan, just now, Kamsa, Bad, everything Nitya. Why? Infinity Brahma, some another word, infinity word, some Bhoma Vrindavan. Bhoma Vrindavan, not one single. Bhoma Vrindavan, countless, infinity. Somewhere Krishna now killing Kamsa. Is it like somehow now Krishna doing grass. Each and every aspect, each factor and lila of Krishna. Fraction of second. Now Krishna laughing. This laughing is all permanent, eternal. Some Brahmanda Krishna doing this. Follow, you see? it's called Abhiman Bed Prakash? Yeah, all. Abhimanyu also, all Baba there in original Dham, Goloka, but in this Bhoma Vrindavan, there is only, it takes the coarse form, gross form, like Abhimanyu one personality, and Durmut one Gopa, husband of Lalita Saki, they take the form of a gross form. All done by Yogamaya. Jiva Gosvami was speaking, believe me, what I mean to say, try to understand. All done by Yogamaya. Es ist alles gemacht bei All Yogamaya. fallacy using by Yogamaya. Yogamaya can make you feel that you are the wife of and goes, or you are the wife of, this, that. All by Yogamaya. Bhaktivinoda was speaking, if Parakiya, this rose is there, Jiva Gosvami was speaking, Bhaktivinoda was speaking, if we find Parakiya rasa here in this material planet, in Bhoma Vrindavan, then it must be there in original form there. What is not there in original form there, you cannot find it here. Follow what I say. What is not original there, that you cannot get it here. Originally it must be there. Maybe some in different mood, different form, different way Krishna enjoying Vishnu. Parakiya. Follow what I say? Be careful. Now point is that in each and every age factor of Radharani is eternal or not. Now I am putting question to you. Each and every age factor of Krishna is eternal. Each and every age factor of Radharani is eternal. Each and every age factor of Lalita Saki eternal. Each and every age factor and Lila of Vishaka Saki eternal. Each and every age factor and Lila of Rupa Gosvami eternal. Each and every age factor and Lila of Bhaktivinoda Thakur also eternal. Why not you agree? Maybe Bhaktivinoda Thakur wrote, so what? Originally there, Bhaktivinoda Thakur there, in common mandir they are serving, maybe in other form is there originally, all the age factors. That's the same argument Bhaktivinoda Thakur giving, Jiva Gosvami was giving, Kesava Gosvami was giving, my Guru Maharaj said, why I am in line, why you are breaking my Siddhanta? Maybe you see Gurudev living body, this age factor is also is there somehow, some Brahmanda. So I never confess that they have some fixed sarup or not. Yeah, they have fixed sarup. But also they have age factor, they are growing. They are also doing in different. Follow my point. Scientific evidence. This way, if we think my Gurudev is old age, now gone, that means you are material conception, Mayavadi. Gurudev can live body. Gurudev old age is also eternal. Maybe I cannot understand. So Jiva Gosvami wanted to put this point. So Try to follow this argument. There is not actual argument. Guru Tattva. Das Gurudev, jedes Alter von Gurudev ist ewig. Jedes Alter von Krishna ist ewig. Jedes Alter von Vishakaladita ist alles ewig. Only this Baba is there. Baba means rasa. 12 rasa.
Also es gibt 12 Geschmäcker von Rasa. Vatsa, Bhai, Harsha. You can get, follow? So they get afraid that my husband can arrest me. He can discover that I am going to meet Krishna. Jar, this jar mean is upapati. This word, Jiva Gosvami explained nice way. Jar mean in Bengali and Sanskrit. Jar. Jar mean upapati. Char bedeutet Upapati, es ist nicht wirklich der Ehemann. So, wenn du denkst über andere Personen, obwohl du eigentlich an Mann hast, im Geheimen denkst du darüber nach, dann ist es Upapati. It is not ethical, it is not good in this material planet. But for Krishna, everything is perfect. For Krishna, no harm in it, no wrong in it. Follow, you see. For all other personalities living in the material world is a derogatory, but for Krishna, everything is possible. Because no other personality is there. Also keine andere Person ist da wirklich als wie Krishna. Vadanti Tattva Vedam. Das ist ein einzigartiges Tattva über die ganze Welt, über das ganze Universum. Nur Krishna will verschiedene Geschmäcker kosten. Das ist, warum es die Gopis gibt, Radhika und all das. Das ist wirklich nur ein Tattva. Radharani ist niemals verheiratet worden mit einem Ghosh, aber in der materiellen Welt sehen wir das. So Jiva Gosvami wanted to put this argument in front of why not you understand, though Parakiya is permanent there, eternal. So Parakiya ist ewig in da. Still anyway, they are Svakiya. Aber doch sind sie Svakiya. Weil Krishna, die kommen alle von Radharani. Von Radharanis kommen die Sakyas. So das ist Swarup Shakti Prakash. So das sind die bestehen aus dem. So eternal Shakti. So what the argument you are going to? So dann kann man eben kein Argument mehr geben. Das ist alles ewig, das Swarup Shakti. Material. Also im Vedanta ist auch Shakti, Shakti Material. Radha ist Krishna, Krishna ist Radha, Sa eva Sa. So warum macht man dann ein Argument? Rasa they exchanging, if there is no separate identity, how possible? That's why Jiva Gosvami speaking, Achinta Vedavatta. Deswegen sagt Chaitanya Mahaprabhu die Philosophie vom Achinta Veda Veda. Shakti, die Energie, ist identisch mit Krishna und verschieden von Krishna. Und das Geheimnis von Achinta Veda Veda Tattva. Es ist für uns unmöglich zu verstehen, aber für Krishna ist es möglich. Svakiya und Parakiya. So Jiva Gosvami, after his last point of life, wanted to control the whole Vaishnava society, wanted to guide them right way. Now we are misguided. So Jiva Gosvami hat ihm die Aufgabe, oder er wollte alle wirklich. Er hat so viele Schriften gemacht und alles nur, damit wir uns nicht fehlleiten. Aber jetzt momentan ist ein großes Chaos, dass viele der Personen nicht mehr folgen. Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Jiva Gosvami. Hör immer über die Dinge, was Srila Prabhupada spricht, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur. Für das bittet er uns, damit wir ja nicht abkommen von dem Siddhanta. Und sonst kriegst du Punishment, also Strafe. Panchakalpadurusya, Kripasya, Vishnaveva Namo Namo. Any question? No question. I give answer to all questions.